Die neue Pico ÖBB 1067 im Praxischeck. Wir prüfen die Technik, die Detaillierung und noch vieles mehr. Dabei finden wir raus, was macht die Lok gut, was macht sie schlecht und kennzeichnen dies mit den entsprechenden Smileys. Das Fazit wird dann gnadenlos ehrlich ausfallen. Nun, willkommen zu einem Video der MOBA Manufaktur. Gleich mal eine Provokation. Ist die Lok ein Fall für die Tonne? Sehen wir sie uns doch erstmal an und starten mit einem kurzen Unboxing. Dabei aufgelistet die ganzen Modellausführungen mit Artikelnummern und circa Verkaufspreisen. Aktuell ist die Lok nur in Tannengrün erhältlich. Ich bin mir aber sicher, dass Pico auch in 1 bis 2 Jahren die blutorange Variante liefert. Ich weiß, dass einige aus meinem Freundeskreis darauf warten. Das Foto vom Prototyp gibt dabei schon einen Vorgeschmack. Beim ersten Blick fallen schon mal 2 Sachen auf. Die Lok fühlt sich sehr wertig an, hat ein gutes Gewicht und wirkt durchdacht. Der verlängerte Kupplungsschacht stört ein wenig. Ich sehe da immer das Risiko, die Schachtverlängerung zu verlieren. Dafür sieht man den Kupplungsschacht nicht so stark, wenn keine Kupplung verbaut ist. Pico hat sich hier einen wahren Exoten ausgesucht. Nur 5-mal wurde diese Lok in den 1960ern gebaut. Wegen technischer Probleme beim Antrieb blieb es bei dieser Zahl. 1994 wurden dann die letzten ausgemustert. Aktuell gibt es noch 2 Museumsexemplare, eine im Eisenbahnmuseum Knittelfeld und eine bei der ÖGEC in Ampfelwang. Ich verlinke euch meine Quelle, den Wikipedia-Artikel und ein YouTube-Video, welches das Original zeigt, in der Videobeschreibung. Die Detaillierung der Lok überzeugt auf ganzer Linie. Der Stromabnehmer ist sehr filigran und ohne Befestigungsschraube. Die Griffstangen sind leider aus Kunststoff. Hier hätte ich mir Metall gewünscht, wie teilweise bei anderen Herstellern. Es wurden sogar die Regenrinnen umgesetzt. Der Druck ist Pico-typisch trennscharf und die durchbrochenen Lüftergitter sind ein richtiges Schmankerl. Bei meinem Exemplar handelt es sich um die Ausführung mit Pico Sound. Hört sich eigentlich sehr ordentlich an. Ich zeige hier die Lichtfunktionen und einen Teil der Soundfunktionen, F0 bis F11. Den Rest lasse ich außen vor, da für mich nicht so relevant. Fahrgeräusch und Bremsenquietschen ist gut umgesetzt.
Als Highlight möchte ich den mehrfarbigen Führerstand mit Führerstandsbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung hervorheben. Sieht genial aus. Zentralstelle, kommen. Loki, ersteres hier. Kommen. Sofort ist gleich kommen. Nach dem Ankuppeln der ersten Güterwagen verstehe ich dann auch, warum Pico eine zweite Achse mit Haftreifen mitgeliefert hat. Die Lok zieht ohne Haftreifen die 6 bis 7 Zweiachser nicht über die Steigung und bekommt meiner Meinung nach schnell Traktionsprobleme. Vielleicht hätte man für Modellbahnanfänger eher mit der Haftreifenachse ausliefern sollen. Bevor wir die Achse tauschen, sehen wir uns noch die Technik im Inneren der Lok ein wenig an. 4 Schrauben muss man lösen, um das Gehäuse abzunehmen. Darunter Pico-typisch alles sehr aufgeräumt. Alles scheint sauber platziert zu sein, Kabel sind ordentlich verlegt, ohne schnell zu knicken. Hervorheben möchte ich den Lautsprecher, diesmal kein Rundlautsprecher, und die Lichttechnik, die im Gehäuse der Lok zu finden ist. Super schön umgesetzt so. Der bereits erwähnte Achsentausch ist in der Anleitung ordentlich beschrieben. Man löst 5 Schrauben und kann den Getriebedeckel entfernen, inklusive der Radstromaufnahmen. Achse raus, Achse mit Haftreifen rein und Deckel wieder drauf. Dabei sollte man darauf achten, dass sich die Radschleifer nicht verklemmen. Schrauben wieder rein und das war's auch schon. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lok einen Kondensator hat. Nach dem Anheben von der Schiene läuft sie schon noch ein wenig nach. Das war vor dem Achsentausch. Danach sehe ich mich jedoch mit ein paar nervigen Problemen konfrontiert. Und zwar ist danach die Stromaufnahme der Lok deutlich schlechter. Sie hat manchmal Aussetzer und ruckelt da und dort mal, obwohl meine Schienen sauber sind. Ich konnte das Phänomen jetzt noch nicht lösen, werde die Lok aber nochmals mit der neuen Achse einfahren und gegebenenfalls auch nochmal die andere Achse testen, ob es dann wieder besser ist. Dazu folgt ein Update als YouTube-Beitrag.
Den tollen Fahrbetrieb lasse ich nun weitgehend unkommentiert. Wir sehen die Lok erst im Streckendienst und anschließend am Bahnhof bei ein paar Verschub- bzw. Rangierarbeiten. Ich habe euch als Fazit nochmals alle positiven Punkte gelistet, aber auch alle meiner Meinung nach nicht so tollen Punkte. Alle Achtung, dass Pico so einen Exoten umsetzt. Das alleine finde ich schon richtig cool. Die Lok ist ein Muss für meine Sammlung. Somit ist sie für mich eine Top-Neuheit 2025. Was sagt ihr dazu? Bitte um einen Kommentar von euch. Ansonsten liken und teilen, was das Zeug hält. Kostenloses Abo nicht vergessen für weitere spannende Inhalte von uns. Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.